Genau jetzt ist er auf dem Computer erkannt worden. Ganz wichtig, wenn ihr Digitalspannung mit Multimeter messen wollt, dann geht es nur ganz bedingt. Ja? Und deshalb sind diese kleinen Platinen, so unscheinbar wie sie aussehen, sind eigentlich die Lösung. Auch heute heiße ich wieder alle Modellbahnfreunde recht herzlich willkommen hier bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video wieder angeklickt hast. In dem heutigen Video möchte ich dir mal ein Problem zeigen und wie du das auch lösen kannst, das ich im Prinzip schon von Anfang an auf meine Anlage eingebaut hatte und ja, das irgendwie nie so richtig realisiert, wahrgenommen habe, aber mich trotzdem immer wieder gewundert habe, warum gerade hier bei mir im Schattenbahnhof die Züge teilweise viel zu spät zum Halten kommen. Ja? Also vornherein wird einer sagen, ja, dann messt der Züge richtig ein, dann funktioniert es auch. Ne? Ja, das habe ich alles schon gemacht. Meine ganzen Züge sind wirklich haargenau eingemessen. Ja? Das Geschwindigkeitsprofil passt genau. Es ist auch der Bremswegausgleich, die Bremswegkorrektur, das ist alles eingemessen. Ich habe die komplette Strecke hier genau ausgemessen. Also das stimmt alles, ist alles haargenau im Computer hinterlegt. Und trotzdem habe ich immer wieder das Problem, dass meine Züge, so wie jetzt hier der Lind, ja, die Spritze zeigt jetzt eigentlich mal den Punkt, wo er hätte eigentlich stehen kommen sollen. Der hätte eigentlich hier stehen kommen sollen, ja, und ist mal schlappe fast ganze 10 cm zu weit gefahren. Ja. Das habe ich immer gedacht, das gibt's nicht, das kann doch irgendwo nicht sein, irgendwas stimmt doch da nicht, hin und her. Habe dann halt, was man eigentlich ja nicht machen sollte, mal die Bremswege noch reduziert, habe gesagt, okay, das sind jetzt nochmal 93 cm, dann kommen halt nach 83 cm zu stehen. Ja. Dann hat natürlich der Computer stärker gebremst, irgendwo ist er dann hier in dem Bereich zum Stehen gekommen, aber es hat nie ganz funktioniert. Und ja, jetzt habe ich mich halt mal dem Problem angenommen und muss sagen, ja, im Nachhinein sage ich mal, naja, klar, logisch, komplett logisch, da warst du halt schön blöd. Aber gut, so ist es halt mal, Fehler macht man. Bevor ich euch jetzt zeige, woran das Ganze lag, noch ein paar Randbedingungen. Also wie gesagt, die ganze Anlage hier ist Zweileiter Gleichstrom. Und wie das halt so ist, im Zweileiter Gleichstromsystem verwenden wir ja Rückmeldemodule, die nach dem Belegtmeldeprinzip bzw. nach dem Stromfühlerprinzip arbeiten. Ja? Auf der Anlage sind fast zu 95% die LTT RM88GB irgendwas verbaut. Fragt mich jetzt nicht nach der genauen Bezeichnung, ich blende sie euch mal hier oben irgendwo ein. Und hier im Schattenbahnhof ist es so, dass ich hier 2 Belegtmelder pro Gleis habe. Das heißt, ich nehme euch mal kurz mit davor, dann sieht man das besser. Ich habe einmal hier einen Gleisabschnitt, das ist der sogenannte Beleg- und Bremsabschnitt. Das heißt, wenn der Zug hier reinkommt, wird die Belegmeldung ausgelöst und auch gleichzeitig der Bremsvorgang eingeleitet. Und, jetzt gehen wir wieder zurück. Der vordere Bereich hier vorne, das ist der Halteabschnitt. Heißt, da wird quasi der Zug dann endgültig angehalten. Genauso wie das auch im Computer ist, blende ich euch jetzt auch irgendwo da nochmal ein, irgendwo hier, mal sehen, ja, hier, irgendwo wird das dann gleich sehen. Sieht man das nochmal, wie das so ist, Bremsmarkierung, Haltemarkierung. Genauso ist es hier auch. So, ja, und wie gesagt, das ist das Ergebnis, es hat nie gepasst. Obwohl alles genau ist, der Zug ist 100% genau eingemessen. Habe ich vor 2 Tagen erst noch neu eingemessen. Auch das Thema Kontaktpunkte, wenn wir jetzt mal kurz gucken, ich nehme ihn einfach mal runter. Der erste Kontaktpunkt von meinem Zug ist quasi das hier, also das sind diese paar Zentimeter, 2,5, 3 Zentimeter ist es, glaube ich, da ist mein erster Kontaktpunkt. Heißt also, spätestens wenn mein Zug mit dem Drehgestell, ja hier, da vorne, sieht man das noch?
Nee, dann nehme ich euch mit. Also spätestens, wenn mein Zug mit dem Drehgestell hier vorne hier in den Bereich reinfährt, müsste eigentlich der Belegmelder anschlagen. Seht, ich sage schon eigentlich. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, ob das wirklich so ist. So, ich habe jetzt, den Zug habe ich jetzt mal hier hinten rausgefahren und jetzt lasse ich ihn einfach mal hier in das Gleis reinfahren und halte ihn genau dann an, wenn er am Computer erkannt wird. Und dann schauen wir mal, wann das ist. So. Genau jetzt ist er auf dem Computer erkannt worden. Und wie man sehen kann, ja, ich fahre mal mit der Kamera ein bisschen zurück, oder wie ihr sehen könnt, steht der Zug, gut, ich habe jetzt vielleicht 1-2 Sekunden zu spät reagiert mit dem Abschalten, aber im Prinzip steht der komplette Zug schon im Gleis drin, obwohl eigentlich der vorne der Kontaktpunkt ist. Da denkt man sich, hä? Warum ist denn das jetzt eigentlich so? Weil eigentlich ist ja mein Kontaktpunkt da vorne. Und ja, wenn ich den jetzt einfach mal ein Stück weiterfahren lasse, dass er hier in den Haltemelder reinkommt, das kann ich jetzt mal noch kurz machen, und halte dann den Zug an, sobald er den Haltemelder oder sobald der Haltemelder anspringt. So, hier sieht man jetzt sehr schön, dass mein Zug, ja, also ich gehe noch mal richtig nah dran, damit ihr das auch noch mal richtig schön sehen könnt. Hier vorne ist es jetzt plötzlich so, dass mein Zug mit der ersten Achse, ich meine, ein bisschen Toleranz muss man da sagen, ich muss ja auch in dem Moment, wo ich es erkenne am Rechner, muss ich erstmal noch anhalten, also den Regler abdrehen, ja. Von daher, also ein bisschen Versatz ist da halt jetzt drin, aber man sieht sehr schön, dass hier mein Haltemelder jetzt schon angeht, obwohl da nur eine Achse drauf steht. Ja, da steht nur eine Achse drauf und ja, Moment. Und ja, da vorne war es jetzt so, dass der Zug erst einmal ganz drin war, bis mein Melder angegangen ist. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Warum ist das jetzt so? Was ist da mein Problem? Es kann doch eigentlich nicht sein. Und dann bin ich einfach mal hergegangen und habe meinen Multimeter genommen und habe mal einfach mal angefangen zu messen. Und das zeige ich euch jetzt mal, was ich da rausgefunden habe. Und danach gesagt habe, klar, logisch, bist du ja schön blöd. Ganz wichtig, wenn ihr Digitalspannung mit Multimeter messen wollt, dann geht es nur ganz bedingt. Ja? Zum einen ist es mal Grundvoraussetzung, dass ihr euer Multimeter in den AC, also in den Wechselstrommodus stellt. Ja, nur mit Wechselspannung könnt ihr da überhaupt was abgreifen. Dann muss man sagen, ein Multimeter ist natürlich darauf eingestellt, sinusförmige Wechselspannung zu messen. Ja? Die Digitalspannung ist alles andere wie sinusförmige Wechselspannung. Ja? Das ist ein Rechtecksignal, das in der Pulsweite schwankt, ja, weil wir halt Einsen und Nullen übertragen etc. pp. Deshalb sage ich mal, ist das Ergebnis, was da angezeigt wird, immer nur bedingt richtig. Wenn ihr genaue Ergebnisse haben wollt, kommt ihr um ein Oszilloskop nicht drum herum. Aber um jetzt dieses Problem hier zu sehen, langt so ein Teil vollkommen allemal. Und zwar habe ich dann einfach mal Folgendes gemacht. Bin einfach mal hier an die zwei Schienen gegangen und habe mal geguckt, was hier jetzt für eine Spannung anliegt. Und dann sehen wir, naja, da sind wir so bei 15,7 Volt. Na? So. Das gleiche habe ich jetzt hier vorne dran im weichen Feld gemacht.
Und siehe da sind es knapp, oder da sind es in etwa, ja, 16,8, 16,9 Volt zu 15,6 waren es, glaube ich, eben, ne? Genau, 15,7. Also kann man sagen, hier vorne, ne, ist ein ganzes Volt, bisschen mehr wie ein ganzes Volt mehr Saft drauf, wie hier hinten. In Wirklichkeit ist der Unterschied noch ein bisschen größer. Da sind wir bei 1,4, 1,5 Volt. Wie gesagt, ist halt nur ein bedingtes Ergebnis. Aber also wir haben hier einen Spannungsunterschied. Ja, jetzt habe ich überlegt, sag mal irgendwie, warum hast du jetzt hier mehr Saft wie hier? Und dann habe ich mir einfach nochmal diese Rückmeldemodule, ja, habe ich mir einfach nochmal genauer angeguckt. Ist jetzt hier zwar kein LDT-Rückmeldemodul, aber die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Von daher ist es jetzt nicht wichtig, was für ein Hersteller das ist. Und ja, dann habe ich mir diese Rückmeldemodule noch mal ein bisschen genauer angeguckt und habe mir da auch noch mal den Schaltplan dazu angeguckt und dann wurde mir es klar. Wie ihr ja sehen könnt, haben wir hier überall hier oben solche Diodengruppen. Ja, da sind immer zwei Dioden in Reihe geschaltet und dann nebendran wieder parallel. Und hier sieht man dann nochmal das Schaltplantechnisch, was ich eben schon erklärt habe. Ich habe hier meinen Rückmeldekontakt, alles jetzt mal ein bisschen vereinfacht dargestellt und auf einen Kontakt heruntergebrochen. Jedenfalls habe ich hier meinen Anschluss von meinem Rückmeldekontakt und hier sind dann die Dioden. Zwei in die Richtung und zwei in die Richtung. Warum das so ist, kommen wir gleich noch dazu. Und wenn wir das jetzt mal in unsere Anlage integrieren, dann sieht es halt so aus, dass hier unsere Spannung von der Digitaleinheit kommt. Die geht hier in den Decoder rein. Und hier ist dann mein Gleis angeschlossen. Und dann ist im Prinzip, geht dann mein Stromfluss, ist dann folgendermaßen, er kommt hier von der Digitaleinheit an, geht hier in den Rückmeldekontakt über diese Leitung, hier über die zwei Dioden, hier wieder aus dem Kontakt heraus, hier über das Gleis und wenn da eine Lok draufsteht, habe ich einen Stromverbrauch, geht es hier wieder zurück, hier wieder in meine Digitaleinheit. Warum haben wir jetzt hier zwei Dioden gegeneinander geschaltet, also eine nach rechts, eine nach links? Das liegt einfach daran, dass unser Digitalsignal nicht einfach zwischen 0 und plus V, sag ich mal, plus Spannung wechselt, sondern unser Digitalsignal wechselt die Polarität. Heißt also, unser Nullpunkt, der liegt hier irgendwo in der Mitte. Und unsere Digitalspannung wandert immer von Minusvolt zu Plusvolt. Und hätte ich jetzt hier nur die Dioden in eine Reihe, dann würde er einfach hergehen, würde den Bereich da unten abschneiden. Ja, könnte dann nicht durch mein Rückmeldemodul durch. Das wäre sau doof. Das können wir nicht machen. Erstmal würde man dann einen Haufen Spannung verlieren und zum Zweiten denkt dann der Decoder, das wäre ein ABC-Bremsabschnitt und fängt an zu bremsen. Geht also nicht. Deshalb müssen wir mit der kompletten Spannung durch das Rückmeldemodul durch und deshalb haben wir hier jeweils zwei Dioden gegeneinander geschaltet. Jetzt wird man sich denken, naja gut, wenn da zwei Dioden sind, aber was ist jetzt eigentlich das Problem? Naja, das Problem ist halt, wir haben hier Dioden. Jede Diode hat eine sogenannte Schwellspannung. Ja, wenn jetzt jemand genauer wissen will, was Schwellspannung ist, dann guckt bitte mal in YouTube. Da gibt es mit Sicherheit genügend Videos, wo das erklärt wird. Ich will da jetzt gar nicht mehr ins Detail reingehen, warum das so ist, etc. pp. Für den normalen Modellbahner ist eigentlich nur wichtig, eine Diode hat eine gewisse Schwellspannung und das könnt ihr euch in etwa so vorstellen, wie wenn ihr jetzt ein Tor habt und ihr müsst quasi mit einer gewissen Kraft gegen das Tor drücken, damit dieses Tor überhaupt erstmal aufgeht. So könnt ihr euch in etwa eine Schwellspannung vorstellen. Ja? Und so ist es halt auch bei einer Diode. Ich muss quasi erstmal mit einer gewissen Spannung an diese Diode dran drücken, damit die überhaupt meine Spannung durchlässt. Und das nennt man halt in der Technik die Schwellspannung. Und die Spannung ist am Ende dann aber auch weg. Also die geht dann nicht mehr durch. Die fällt an der Diode ab.
wie bei einem Widerstand auch eine Spannung abfällt, fällt halt an der Diode dann diese Schwellspannung ab. Und bei den Dioden, die wir hier auf den Rückmeldemodulen verbaut haben, liegt diese Spannung pro Diode bei ca. 0,7 Volt. Es gibt mit Sicherheit Rückmeldemodule, da ist es niedriger. Ja, es gibt auch Rückmeldemodule, da ist es vielleicht ein bisschen höher. Aber so, wenn man so sich merkt, so Pi mal Daumen, 0,7 Volt ist man immer auf der guten Seite. Und da wir halt hier zwei Dioden in Reihe geschaltet haben, müssen wir das halt alles mal 2 nehmen. Und deshalb sind wir hier statt nicht bei 0,7, sondern bei 1,4 Volt. Heißt also, wenn ich am Anfang mit 18 Volt draufgehe, dann habe ich halt bloß noch 16,6 Volt. Ja, hier am Ausgang. Der Rest ist weg. Und wenn ich dann halt so wie bei mir auf der Anlage so eine Konstellation habe, dass ich ein Gleisstück habe, das einmal direkt von der Digitaleinheit versorgt wird und parallel gleich nebendran habe ich ein Gleisstück, das über das Rückmeldemodul geht, dann kann man sich eigentlich vorstellen, was mein Zug macht, weil der Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes, beziehungsweise nimmt sich immer von da den Dampf, wo halt die höhere Spannung ist. Und wenn halt dann mein Zug hier fährt und fährt dann hier drüber, dann nimmt er sich immer noch von hier den Saft, solange bis er halt kein anderes Rival mehr hat. Und das ist halt dann der Moment, in dem er komplett in den Abschnitt eingefahren ist. Dann kann er sich von da nichts mehr holen, dann muss er es von hier nehmen. Und das ist halt das ganze Problem, das bei mir auf der Anlage existiert. Eigentlich total logisch, aber habe ich mir ehrlich gesagt damals, als ich die Anlage gebaut habe, keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt stand ich da und habe überlegt, was machst du jetzt? Ich kann jetzt schlecht hergehen, kann sagen, naja, dann ist halt mein Kontaktpunkt der komplette Zug, erst wenn der komplette Zug drin ist, weil dann wird es da vorne wieder nicht mehr passen. Ne? Also dann habe ich da irgendwas, musst du jetzt machen. Das Einfachste ist natürlich, ich gehe her und tue meinen gesamten Weichenabschnitt auch über den Rückmelder jagen. Ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Viele Steuerungsprogramme können damit sogar auch umgehen. Aber ja, wie das halt so schön ist, ich habe keinen Rückmeldekontakt mehr frei. Ja, meine ganzen Rückmeldekontakte sind belegt. Und jetzt extra wegen dem Teil hier noch mal ein Rückmeldemodul zu verbauen, das ist, naja, das ist zum einen ein recht kostspieliges Unterfangen und zum anderen, ich werde es mit der Software eh nicht aus. Warum dann überhaupt? Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, für was eigentlich ein Rückmeldemodul, das Einzige, was du brauchst, sind eigentlich diese Dioden. Ja, das Einzige, was ich halt eigentlich machen muss, ist, ich muss meine Weichenstraße hier nur auf das gleiche Spannungsniveau bringen, wie meine Rückmelder. Oder, was sogar noch besser ist, deshalb habe ich es hier gemacht, ich gehe mit meinen Weichen ein ganz klein wenig unter dieses Spannungsniveau von den Rückmeldern. Denn dann kann ich 100% sicher sein, dass wenn mein Zug hier drauf fährt, auch der Rückmelder sofort auslöst. Und genau das habe ich jetzt hier gemacht und deshalb sind diese kleinen Platinen, so unscheinbar wie sie aussehen, sind eigentlich die Lösung. Ja, ich komme hier einfach mit meiner Digitalspannung, gehe hier drauf und hier gehe ich wieder ab und hier gehe ich quasi an den Verteiler von meinen Weichen. So. Und jetzt baue ich das Teil mal kurz ein und dann zeige ich euch, wie sich das Ganze hier verändert hat. Und dann sehen wir auch, dass der Zug dann wirklich haargenau stehen bleibt. So, das Teil ist jetzt drin. Jetzt messen wir das Ganze einfach nochmal. Wir gehen einmal hierher. Sorry dafür, dass ihr das Multimeter jetzt einfach nicht sehen könnt. Also das sind jetzt 15,6. Vorher haben wir ja da 16,8 sowas gehabt, 16,9. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Wie gesagt, die Diodengruppe ist drin. Jetzt haben wir da plötzlich 16,2.
Wir haben doch gesagt, das müsste jetzt eigentlich niedriger sein. Ja. Solange ihr hier keinen Verbraucher drauf habt, habt ihr hier immer ein höheres Spannungsniveau. Deshalb ziehe ich jetzt mal meinen Zug hier rüber. Und jetzt messen wir einfach nochmal hier vorne an der Weiche, was jetzt hier noch ankommt. Und jetzt sehen wir, ja, das sind ja auch 15,6 Volt. Ich habe doch eben gesagt, das müsste niedriger sein. Dazu wieder das, was ich eben schon gesagt habe. Mit dem Multimeter kann ich es nur in etwa messen. Ja, ich kann es einfach nicht zu 100% messen. Wenn ich das will, muss ich wirklich mit dem Oszilloskop ran. Ja, geht nicht anders da. Aber man sieht, wir haben im Prinzip jetzt annähernd eigentlich das gleiche Spannungsniveau. Und jetzt machen wir einfach Folgendes, weil ich kann euch ja jetzt nicht viel erzählen. Ne? Ich kann euch ja jetzt alles erzählen, aber das Beste ist, man sieht es einfach. So, auch jetzt habe ich meinen Zug wieder ganz hier hinten rausgefahren und jetzt halte ich ihn genau wieder dann an, also in etwa genau wieder dann an, wenn mein Rückmelder anschlägt. Ruhe da. Und siehe da, im Prinzip, der Zug steht gerade etwas im Gleis drin und schon springt mein Rückmelder an. Ja, also viel, viel früher, als es eben war. Und das macht einfach diese kleine Diodengruppe. Die zieht einfach nur das Spannungsniveau von den Weichen jetzt so weit runter, damit eben das auf einem Niveau bzw. ein klein bisschen niedrigerem Niveau ist wie beim Rückmelderspannungsniveau. Und damit springt der Rückmelder rechtzeitig an. Im Prinzip ganz simpel und einfach, aber ja, da muss man erstmal dahinter kommen. Damit ihr nochmal das sehen könnt, wenn der Zug jetzt wirklich hereingefahren kommt, der kommt jetzt hier hinten an und jetzt schauen wir mal, wo er jetzt zum Stehen kommt. Und wir sehen, er bleibt fast auf den Millimeter da stehen, wo er eigentlich stehen soll. Ja. Man könnte es vielleicht jetzt, also man hat gesehen, der ruckelt jetzt noch ein bisschen langsam vor. Ja, da könnte man vielleicht jetzt noch ein bisschen was machen, aber so finde ich das wirklich perfekt. Bevor wir jetzt auch am Ende mit dem Video angelangt sind, vielleicht nochmal so ein paar Kommentare von meiner Seite aus. Also dieses Problem habt ihr eigentlich immer dann, wenn ihr sehr, sehr kurze Bahnhofsgleise oder Schattenbahnhofsgleise habt, wo es wirklich darauf ankommt, dass die Züge haargenau oder im Prinzip bei der Einfahrt schon anfangen müssen zu bremsen. Ja? Habt ihr extrem lange Schattenbahnhofsgleise, 3 Meter oder so, 2, 3 Meter, wo quasi euer Zug erstmal reinfahren kann und dann habt ihr einen Belegtmelder, dann kommt vielleicht irgendwann der Bremsmelder und dann der Stoppmelder. Ja? Da habt ihr das wenigste Problem damit. Ja? Weil dann ist ja der Zug schon lange im Schattenbahnhof drin und ist von dem Bereich von den Weichen weg. Also da tritt bei euch das Problem mit Sicherheit nicht auf. Habt ihr aber so wie ich jetzt halt hier nur begrenzt Platz, ja, ich kann jetzt auch nicht gerade meinen Schattenbahnhof einen Meter länger machen, dass ich da noch einen Melder reinkriege oder so, das wäre jetzt auch nicht machbar gewesen. Deshalb, mein Platz ist halt hier begrenzt und deshalb geht es gar nicht anders. Ich habe kurze Gleise und meine Züge sind fast so lang wie das Gleis. Das heißt, die müssen wirklich absolut in der Punktlandung stehen bleiben. Und da war jetzt halt immer einfach das Problem. Wie gesagt, ich habe jetzt 6 Jahre gebraucht, da dahinter zu kommen.
Ja, vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon gewusst. Dann könnt ihr sagen, jo, der Björn war halt schön blöd. Jeder, der es nicht gewusst hat und vielleicht das Problem gehabt hat, habe ich vielleicht heute damit ein bisschen weiterhelfen können. Und wie ich es eben schon gesagt habe, wollt ihr halt nicht solche Dinger hier verbauen, dann spendiert eurem Weichenfeld einfach nochmal einen Rückmelder und dann ist das Thema auch kein Problem. Problematisch ist es immer dann, wenn ich ein Teil von der Anlage oder ein Schienenstück direkt an der Digitalspannung hängen habe und ein anderes Schienenstück habe ich am Rückmelder hängen und habe da einen Übergang. Dann habe ich immer wieder das Problem, dass die Züge zu spät erkannt werden. Oder man baut halt einfach sowas hier ein. Einen Schaltplan werde ich euch dazu jetzt nicht groß, werde ich jetzt nicht groß irgendwo veröffentlichen. Ich blende einfach hier oben im Eck nochmal den Schaltplan kurz ein. Das ist, also wie gesagt, das ist wirklich simpel. Ihr könnt da jede Diode nehmen, die ihr im Prinzip nehmen wollt. Am optimalsten ist es halt einfach immer, ihr geht her und nehmt die Dioden, die schon auf den Rückmeldemodule sind. Ne? Das ist das Einfachste. Ansonsten war es das wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Mal wirklich ein ganz anderes Thema, was ihr so von mir jetzt noch nie gesehen habt. Hoffe ich auch, dass euch sowas gefallen hat. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas gefallen hat, wie es euch gefallen hat. Ob ihr mehr von den so Themen sehen wollt, schreibt mir sie einfach in die Kommentare. Ansonsten, ganz wichtig, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert einfach ganz kurz meinen Kanal, denn dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr von mir. Und was auch wichtig ist, einfach die Glocke aktivieren, weil dann bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video online stelle. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.